Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns an, wie man die Hologramme entfernt. Verursacht habt oder jemand anderer beim Gebrauchtwarenkauf oder jegliches. Jetzt schauen wir uns an, wie man die Hologramme entfernt. Hier seht ihr die Hologramme. Sind nicht die allerschlimmsten, sind aber auch nicht gut. Also man sieht sie doch schon deutlich. So, starten wir als erstes. Ihr nehmt eure Lieblings-Finish-Politur. Ich zeige euch natürlich, wie es mit der Rotationspoliermaschine funktioniert. Beispiel hier Ultimate Polish. Dieser große Fehler, also immer schütteln und dann verwendet ihr immer wenig Politur. Also jetzt zeige ich euch, wie viele ungefähr verwenden könnt. Seht ihr gleich. Seht, wie ich nur minimal was auftrage. Und das für, sagen wir mal, relativ große Fläche. Dann verteilt ihr die Politur auf der Lackoberfläche, wie ihr es wollt. Entweder Maschine, wenn sie an ist, oder ihr könnt es auch so wie ich einfach drüber ziehen und verteilen. Die Politur sollte relativ dünn sein, weil ihr wollt es nicht ewig polieren. Um die Hologramme zu entfernen, braucht es ja meistens nicht lange zu polieren. Deswegen, wenn ihr weniger Politur verwendet, geht der Polierprozess schneller, weil es eine Schleifkörper drinnen, die eine bestimmte Größe haben, die werden mit der Zeit kleiner. Und je kleiner sie werden, desto besser werden die Hologramme entfernt, weil es dann zum feineren Schliff kommt. Fährt erstens, je nach Poliermaschine, in einer niedrigen Stufe fährt ihr 2 bis 3 Bahnen. Je nach Politur fährt ihr 2 bis 3 Bahnen in einer niedrigen Geschwindigkeit, einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe. Bei mir ist es jetzt 10.000, das sind Stufe 3 oder so von 7. Bei mir 5, 800, ja, ist ja wurscht. Stufe 3 ungefähr von 7 und nehmen wir Stufe 2 von 6. So kann man es auch sagen. Seht relativ langsam drüber und das macht ihr für 2 bis 3 Bahnen. Dann erhöht ihr um eine Stufe, fährt nochmal eine Bahn, dann erhöht ihr noch einmal eine Stufe und fährt dann noch eine Bahn. Und das sollte dann meistens reichen. Je nachdem könnt ihr noch eine Bahn mit einer noch höheren Stufe fahren. Das werdet ihr dann selber bei eurem Lack sehen. Ob die Politur sich leicht entfernen lässt und wie man es. Ein weiterer Tipp ist natürlich Druck vermeiden, also eher das Gewicht von der Maschine nehmen. Bei einer Akkumaschine ist es nicht so leicht, da muss man etwas, ihr wisst, einfach Druck minimieren. Politur ausfahren und wenig Politur verwenden. Das ist das Wichtigste, um Hologramme zu entfernen. Und natürlich eine feine Politur, also jetzt die Ultimate Polish, zum Beispiel von Meguiar's oder ähnliche Polituren, die im Finish-Bereich gehen. Entstehen Hologramme, könnt ihr nur kurz erwähnen. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie entstehen. Dass ihr die Polituren nicht ganz sauber ausgefahren habt. Eine Politur, die im Schleifbereich geht, also in einem niedrigen Schleifbereich, also das heißt also einfach eine gröbere Politur. Wenn ihr die nicht ausfährt, dann entstehen Hologramme. Wenn ihr die Lackoberfläche nicht 100% sauber gereinigt habt, entstehen auch Hologramme. Wenn sich was im Bett einfängt und dann wird es mitgedreht die ganze Zeit, das ist ja nur eine Stelle, dann entstehen die Hologramme. Und wenn ihr natürlich die Poliermaschine nicht richtig anwendet, aber das glaube ich ist eher selten der Fall, ihr werdet ja immer merken, ob die Maschine es selbst irgendwo hinzieht oder nicht. Wenn sie nicht zieht und ihr sie theoretisch ewig auf der Stelle halten könnt, dann macht es eigentlich ziemlich alles richtig. Dann habt ihr sich nicht verkantet, sie steht nicht falsch, sie steht gerade zur Oberfläche. Einfach merkt, dass die Poliermaschine nicht das macht, was sie will, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr ja 1 Minute auf der gleichen Stelle stehen lassen, was es natürlich nie machen dürft, aber ich sag's nur. Wisst, dass ihr den richtigen Winkel habt von der Poliermaschine, dass sie richtig hält. Und ja, deswegen viel mehr gibt es zu den Hologrammen nicht zum Sagen, aber die sind relativ leicht zum Entfernen, sollte auch relativ schnell gehen. So, ihr seht jetzt, wie leicht sich die Politur entfernen lässt. Das lasse ich jetzt alles umgeschnitten, dass ihr auch seht, dass es nichts was gefaked worden ist oder weniger. Also natürlich nicht den kompletten Prozess, das ist unnötig euch zu zeigen.
Müsst einfach selber ausprobieren, das funktioniert. Also einfach die Politur ausfahren. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp. Politur ausfahren. Ganz wichtig, weicheres Bett zu verwenden. Politur ausfahren. Die Umdrehungen niedrig halten. Um die letzten Körner zu zerstören, geht es ja nochmal hoch mit den Umdrehungen, um den Prozess zu beschleunigen. Wenn ihr Hologramm entfernt, immer weniger Politur und länger ausfahren und einfach komplett ausfahren. Ist eigentlich bei jeder Politur ist wichtig, aber um Hologramme zu vermeiden, macht man das, und um Hologramme zu entfernen, macht man das auch, weil auch mit der Finish-Politur kann man es schaffen, Hologramme sich in den Lack einzufahren. Das wollen wir nicht, deswegen langsam ausfahren und komplett ausfahren die Politur. Also die Politur, dass sich die Polierkörper komplett zersetzen, dass sie ganz fein werden, dass sie die Hologramme entfernen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Danke fürs Schauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.